Ich habe mir neue Bolognese-Routen geholt. Und zwar richtig lange Dinger. Ja, und mit diesen langen Dingern geht es hier an der Yama 8 Meter lang raus. Und mit diesen 8 Meter langen Teleskopstangen hier versuchen wir jetzt unser Glück nochmal ganz entspannt beim Posenangeln. Und zwar bin ich hier zurzeit noch mit der Laufposenmontage unterwegs, ende allerdings jetzt hier auch schon mal das eine Setup auf eine Feststellmontage. So, denn dann haben wir hier einmal die feste Tiefe von, in dem Fall jetzt glaube ich gerade hier 90 cm. Raus damit mit einem Clip. Die anderen habe ich hier schon schön 2-mal, 3-mal durchtreiben lassen. Das ging schon ganz gut los. Aber auch hier ändere ich... Da ist schon direkt was dran. Na guck, ändere ich das gleich nochmal ab. Denn ich hätte ja gerne die immer gleiche Tiefe. Das ist halt der Knackpunkt. Also von der Laufposenmontage weg auf die Feststellmontage. So, festgestellt. Die Schnur läuft nicht. Na, ist ja untergegangen. Die Schnur läuft nicht mehr, beziehungsweise die Pose läuft nicht mehr an der Schnur rauf und runter bis zu dem Stopper. Aber da ist was drauf. Alter, ich glaube, es reichen 2. Ja, ich glaube, es reichen 2 Routen hier. So, das ist das Maximum. Und jetzt schön nach oben damit. Ich bin nur mit 9 Kilo Schnur unterwegs. Alter Falter, schöner Lennox. Kann gerne so weitergehen hier. So, und wieder raus damit. Und die dritte. Da ist aber schon wieder die. Nee, das ist die... Wir haben natürlich jetzt hier keine passenden, farblich unterschiedlichen Posen. Ich glaube, ich lasse eine Route, lasse ich einfach draußen. Also im Moment ist das noch ein bisschen zu stressig hier. Vor allem, wenn die Frequenz, siehst du da schon wieder die nächste, wenn die Frequenz so gut ist, dann wollen wir doch lieber hier jeden Anschlag, als dass hier die Fische ausschlitzen, der Anschlag nicht sitzt, man wieder also einkurbeln muss. Also das Setup kommt mal jetzt weg. Ich bleibe jetzt hier nur bei der 2 und bei der 3. Ja, Riesenvorteil. Was passiert hier? Riesenvorteil, wir sind ja jetzt hier an dieser Stelle. Und wir sind ja schon relativ weit draußen. Dadurch, dass ich jetzt nochmal 8 Meter weit nach vorne komme, durch die Länge der Route, lande ich beim Treiben lassen einfach hier schon ziemlich weit im Gewässer. Ich habe jetzt hier einen Schnurclip von nur 10 Meter eingesetzt, weil es einfach hier in den ersten Bereich schon die ersten Einschläge mal wieder gab. Na guck, da haben wir direkt den nächsten. Und weil das so ist, ja naja, dann muss ich die ja nicht weiter treiben lassen. Also wenn wir hier vorne schon, guck mal hier, Masu auch mit dabei. Wenn wir hier vorne schon gut fangen, dann lassen wir das doch auch so. So, wir versuchen die mal so ein bisschen unterschiedlich zu machen. Denn dann sieht man jetzt, wenn beide den gleichen Schnurclip haben, zumindest hier an der Länge, oh, siehst du, ich muss es umtauschen. Zumindest an der Länge, welche Position. Guck mal hier, der Lennox, Alter, viele Lennox schon. Sehr schön. Gerade hier schon ein bisschen rumprobiert. Auch schon ein bisschen mit Spinning und mit Oberflächenköder. Da gibt es schon einen kleinen Shortclip zu. Verlinke ich vielleicht auch nochmal am besten. Auch das durchaus eine Möglichkeit, einfach hier mit Oberflächenködern sich hinzustellen. So. Und dann hier durchzuziehen, denn das klappt halt immer wieder gut. Wobei es gerade eben gänzlich anderes Wetter war. Gerade war es so ein bisschen bewölkt und also leicht ab und zu mal nur ein bisschen Sonne. Und jetzt ist halt die ganze Zeit komplett Sonne eingestellt. Und das, wissen wir ja mittlerweile, hat eine mächtige Wirkung auf die Funktion oder auf die Bissfrequenz und ja, eigentlich auf die Funktion der Köder. Denn wenn es die verkehrte Farbe ist zum nicht passenden Wetter, funktioniert der Köder quasi nicht, sondern man muss halt ja dann einfach wieder rumtesten und andere Köder probieren. So, jetzt geht hier gerade mal nichts. Das heißt, ich schnapp mir jetzt hier das Ding an, lass es vielleicht einfach von Hand nochmal ein bisschen treiben. Und ansonsten werfen wir das einfach nochmal aus. Zack. Schnurclip ist immer noch drin, ich habe nicht gekurbelt und so. Also lassen wir das einfach nochmal durchlaufen. Genauso könnten wir das hier auch nochmal machen auf der. Zack.
Ja. Jetzt sind die natürlich sehr nah hier vorne durch das Ranziehen. Aber die pendeln sich ja gleich. Ne, die Rute geht ja jetzt so übers Wasser. Die pendeln sich jetzt gleich wieder zurück in die Strömung. Und stehen dann quasi gleich wieder im Hauptstrom sozusagen. Also so passt das schon eigentlich ganz gut. Ja, von den Fischen bisher, ne, Lennox und Dolly. Also das ist auch alles schon genau das, was wir haben wollen. Alter, ich verklick mich hier, ne, wie so ein Heißen. Ich muss gleich mal die Routen umlegen. Denn so ist das nicht ideal. Die Anschläge müssen gerade beim Bolognese-Angeln müssen die sehr schnell kommen. Zack, sofort muss er da sein. Im Idealfall, wenn man das mit einer Route nur macht, gucken, dass man gar nicht so viel Schnur auf der Oberfläche hat, relativ hoch halten die Route, damit dann dadurch der Anschlag schneller drin ist. So, wir lassen das mal vielleicht einfach gerade so, wie es ist und dann gucken wir nochmal rein in die Route. Es ist eine neue Bollo-Route und da habe ich ein bisschen überlegt, welche Bollo-Route nehme ich? Also Bolognese-Route ist ja eigentlich gar nicht zwingend notwendig. Wenn man vernünftige Matchrouten hat, dann ist man ja eigentlich mit dem Ganzen, weißt du was, wir machen das mal eben zu, klack und klack, dann ist man ja an für sich super bedient. Wofür also Bolognese-Routen? Zweierlei. Zum einen hätte ich gerne richtig gute Routen fürs Angeln am Kupfersee. Das ist der erste Punkt gewesen. Da sind große oder schwere Matchrouten einfach kein Thema, sondern da kann man eben nur mit kleinen Matchrouten rein und Medium lighten Matchrouten. Hier, die Plasma zum Beispiel, ist eine Medium Light, das hier, die Robustheit ist entscheidend, ne? Also eine Medium Light Matchroute kann man machen. Man hat natürlich dann hier die Begrenzung, dass man maximal 3000er Rollen verwenden darf. Dementsprechend, ist das halt schon, naja, kann man machen, ist halt ein bisschen mehr Action. Man wird aber leider nicht mal dafür belohnt, dass man quasi dann so Medium Light unterwegs ist. Anders halt beim Medium Light Grundangeln. Dann kommt man wenigstens in die Light Grundrekorde, aber so leider nicht. Dann war die Überlegung, okay, statt Match nehme ich dann halt Bollo. Und bei den Bolognese-Routen gibt es, gucken wir einfach mal eben kurz rein. So, wir gucken natürlich direkt hier unten bei den großen und hochwertigen. Da gibt es eben zum einen diese hier, die habe ich auch schon einmal mit plus 3% auf die Bolognese Montage. 17 Kilo Tragfähigkeit. Ja, gut, aber Bolognese Montage verwende ich fast gar nicht. Und ich habe mit der Route rumhantiert. Sie fühlt sich halt ähnlich an wie die ich jetzt gerade habe. Und kostet allerdings 14.000 ungefähr oder 17 sogar. Also ist nicht so ganz günstig. Dann habe ich gedacht, ein richtig nices Teil ist ja hier die Rebellion Match. Gibt es übrigens auch, also nicht irritieren lassen, gibt es auch für Silber. Jetzt hier an der Yama wohl gerade nicht. Aber kann man eben auch für Silber kaufen. Hat allerdings auch da wieder nur 14,5 Kilo. Ist eigentlich auch nicht so wenig. Und da war ich schon kurz davor, die zu kaufen. 14,5 Kilo ist eigentlich echt gut. Also wenn man das Teil auch so mit einer 13er Schnur zum Beispiel verwendet, damit kann man super viel anfangen. Und das Krasse ist, die hat einfach plus 10% aufs Posenangeln. Also auch das Teil durchaus eine Option, dass man da reingeht. Hier 3 bis 18 Gramm Wurfgewicht. Auch das Wurfgewicht immer super essentiell. Ich sehe gerade hier Model One Bolognese ausverkauft. Okay, die hat aber auch nur komplett 10 Kilo an Tragfähigkeit. Das ist leider zu wenig. Ja, und dann gibt es eben nicht mehr so viele Routen, die dann auch noch viel Tragfähigkeit haben. Ne? Hier mal 13 Kilo. Was hatten wir hier? Die hatte 17 Kilo. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch hier die Inferno Bolognese. Wir kennen als Stippangler alle die Inferno-Stippe, die schwerste Stippe. Naja, und weil Bolognese-Angeln quasi Stippen ist mit einer Rolle dran, hat das Teil eben genauso auch 25 Kilo Tragfähigkeit. Und das ist doch mal eine Ansage. Deswegen habe ich gedacht, komm, rein da. Und dazu kommt, sie kostet nur 9.000 noch was. Also zack, 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 30.000 ausgegeben
und damit dann mit 3 Routen komplett ausgestattet. 2 bis 18 Gramm Wurfgewicht. Wir kommen ein wenig ans Limit beim Wurfgewicht, wenn wir dicke Köder verwenden wollen. Denn wir haben ja auch immer noch das Gewicht der Pose da dran. Und dann ist es eben dieser Spagat, Tragfähigkeit der Pose beziehungsweise Leichtigkeit der Pose, damit die Pose eben nicht so schwer ist und wir halt nicht die großen Köder verwenden können. Dann büßen wir aber natürlich auch vielleicht Tragfähigkeit an. Also wenn man eine größere Pose hat, klar hat sie mehr Gewicht, aber trägt dann eben auch mehr. Also dieser Schnickschnack, dieser Hickhack, dieser Spagat ist manchmal ein bisschen tricky. Aber es gibt ausreichend Posen, die man eben verwenden kann. Und selbst dann eben mit 2 Boilies im Einsatz kann man damit ganz gut agieren. Also es funktioniert doch ganz gut. Kann man machen. Hatte ich jetzt am Kupfersee auch schon ein bisschen getestet gestern. Leider noch keinen richtig gut laufenden Spot gefunden. Kupfersee halt, wenn dir gerade eine einfällt, gerne mit in die Kommentare reinschreiben. Dann teste ich auch gerne. Ja, und jetzt bin ich eben hier mit diesen langen Knüppeln unterwegs. Also wirklich, 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 wirklich lang. Da ist schon wieder was dran. Na, ich glaube, es war... Ne, es war die. Ach, doch noch gehakt. Na, guck. Relativ spät sogar erst angeschlagen. Ja, und hier sehen wir einfach den Vorteil, ne? Wir haben 8 Meter. Wir sind quasi schon überm Fisch und ziehen ihn nach oben weg. Also, da, wo der Fisch quasi gar nicht hinkämpfen kann, nach oben und unten, da hat er keine Kraft. Da ziehen wir quasi direkt überm Kopf nach oben. Und das ist eben so der Knackpunkt, dass der dann kaum kämpfen kann. Also wir ziehen nach oben. Er schwimmt zwar in der Waagerechte hin und her, aber wie gesagt, nach oben, ja, da ziehen wir dann halt und da kann er eben kaum was entgegensetzen. Und wir ziehen ihn relativ schnell mit dem Kopf übers Wasser. Und wenn er da erstmal raus ist mit dem Kopf überm Wasser, dann kann er nicht mehr sich wirklich großartig bewegen. Und dann hat man den Fisch relativ schnell auch draußen, selbst wenn das Setup hier ziemlich fein unterwegs ist. Ich bin gerade hier mit 9 Kilo unterwegs. Könnte hier natürlich deutlich dicker reingehen. Aber ich will ja hier auch was Kleineres und was Feineres fangen. Hier gerade nur mit einem 8er Haken. Eintagsfliegenlarve, lübt ganz gut. Tiefen muss man natürlich auch ein bisschen variieren. Hier von 70 cm bis 90 cm habe ich jetzt gerade ein bisschen rumgespielt. Und es ging ganz gut los. Ja, so viel dazu. Also, neues Setup. Bolognese. Und zwar die Inferno, die Blade Inferno Bolognese 800. Also die 8 Meter langen Bollos. Deutlich weiter raus jetzt. Also am Gewässer deutlich weiter in der Tiefe jetzt als die Matchrouten. Und ja, natürlich nicht so viel Tragfähigkeit. Auch nicht diesen Komfort der Matchrouten, dass man da alles dranhängen kann und die heben das schon ohne Probleme. Aber naja, wenn man hier jetzt auch mit den kleineren Rollen dran ist. Ich habe jetzt hier gerade auch die Evia 6000 drauf. Das klappt alles. Auch mit dem Anschlagen klappt das. Das Tempo ist, der Rolle ist gut. Also das funktioniert. Darauf vielleicht noch achten. Es müssen Rollen drauf sein. Wenn man nur durchs Kurbeln anschlägt, die halt eine gute hohe Übersetzung haben, dann klappt das auch. Wenn man jetzt mit so einer hier vom Weihnachtsmarkt, wie heißt sie? Die nix Steel Full Metal, aber so ähnlich. Da habe ich sie doch. Also, wenn man jetzt damit unterwegs ist, könnte das ein bisschen knapp werden. Die hat nur eine 4,5er Übersetzung. Die kurbelt relativ langsam. Und dann kann es schwierig sein, dass man nur übers Kurbeln den Anschlag setzt auf der Bollo-Route. Von daher gucken, dass man da schnell genug unterwegs ist. Dann klappt das auch. Und ansonsten eine viel zu große Rolle drauf machen, denn wir haben ja keine Begrenzung auf der Route und können hier richtig schnell auch mit etwas dickerem Setup hier Gas geben. Ja, so viel dazu zum neuen Setup. Ab an den Spot, kann man ganz gut machen. Und wie gerade schon gesagt, im Short-Video sieht man auch, wie man hier an der gleichen Stelle auch noch Spinning machen kann. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Petri.